Ich glaube, einige werden es als verrückt betrachten, da es auch nicht das traditionelle Bild entspricht. Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute rede ich über ein sehr sensibles Thema. Kinderwunsch als Single über 30. Ich weiß, dass einige von euch mein richtiges Alter kennen, aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie alt ich bin oder wie alt schätzt ihr mich? Ja, ich habe vor ein paar Jahren darüber schon einmal ein Video gemacht und habe mir das Video tatsächlich auch angesehen heute Morgen. Ich habe lange überlegt, ob ich euch dran teilhaben lassen möchte, also was ich darüber denke, was ich möchte oder wie ich mir was vorstelle in den nächsten Jahren. Also aktuell plane ich keine Schwangerschaft, dafür habe ich mich bewusst entschieden und das meine ich auch so. Für mich war das Thema immer offen und ich habe mir auch einen Partner gewünscht, der das ähnlich sieht. Also ein Mann, der damit abgeschlossen hat oder sich gar keine Kinder wünscht, kam für mich nicht in Frage. Ich bin zwar nicht der Mensch, der sagt, komm, es muss jetzt unbedingt. Ich habe sogar letztes Jahr zu einer Freundin gesagt, ich glaube nicht, dass ich eine Schwangerschaft planen würde. Also würde mich ein Mann fragen, willst du jetzt schwanger werden? Würde ich immer Nein sagen. Ich würde immer sagen, nein, passt gerade nicht. Ich will noch das machen, ich will noch hierhin, ich will noch dorthin und übernächstes Jahr will ich dann da noch mal hin. Also bei mir kommt immer irgendetwas dazwischen. Ich habe zu ihr gesagt, eigentlich müsste ich schwanger werden. Also unerwartet schwanger werden, weil dann würde ich das Kind auch behalten. Ich war in einer Partnerschaft über 3 Jahre und wir haben uns auch über das Thema unterhalten. Mein Partner war aufgeschlossen. Er war zwar nie dafür, nie richtig dafür, aber auch nie richtig dagegen. Er meinte, wenn die Umstände passen, dann kann er sich das auch vorstellen. Und ich habe gemerkt, dass mein Partner eigentlich immer mehr dagegen ist. Und am Ende war es auch so. Mein Partner oder mein damaliger Partner konnte sich keine Kinder mehr vorstellen. Und das habe ich akzeptiert. Ich finde, man kann niemanden zwingen, ein Kind zu bekommen. Niemals. Und für mich war klar, die Beziehung ist nicht deswegen auseinandergegangen. Das war natürlich mit ein Grund. Wir hatten dann überlegt, ob wir das vielleicht nochmal miteinander versuchen sollten. Er hat zum Schluss zum Beispiel gesagt, naja, wenn du in 5 Jahren kein Kind hast, dann hätten wir ja eigentlich auch zusammenbleiben können. Er hat recht. In 5 Jahren, wer weiß, was da alles passiert und ob ich überhaupt ein Kind bekomme. Aber ich wollte die Tür nicht schließen. Also ich schaue rein, aber ich schaue auch wieder raus. Ich habe danach lange überlegt, ob ich überhaupt schwanger werden möchte. Möchte ich ein Kind haben? Kann ich mir das vorstellen? Wie stelle ich mir das vor? Und warum möchte ich ein Kind haben? Und eine sehr große Frage, die ich mir gestellt habe, brauche ich dafür eine Liebesbeziehung? Mache ich das partnerabhängig? Warte ich auf die große Liebe oder warte ich 3 Jahre und schaue dann, ob die Partnerschaft noch beständig ist oder wie auch immer? Ich glaube, einige werden es als verrückt betrachten, da es auch nicht das traditionelle Bild entspricht. Für mich sind Liebesbeziehungen aber auch Lebensabschnitte. Es gibt keine Garantie und am Ende möchte man, dass es dem Kind gut geht. Ich bin keine Anfang 20 mehr und irgendwann wird es auch ein körperliches Risiko. Also für mich. Ich habe mit Menschen gesprochen, die es bereuen, Kinder bekommen zu haben, da sich auch die Liebesbeziehung verändert hat oder ja, der eine ist auf einmal nicht mehr glücklich und der andere fühlt sich vernachlässigt. Auch wenn einige immer sagen, ein Baby schweißt zusammen. Nein, nicht immer. Und dann kenne ich Eltern, die sind total happy. Manchmal frage ich mich, ob man dann keine eigenen Bedürfnisse mehr hat. Man möchte ja nicht nur Mutter sein, oder? Es gibt einige, die mir gesagt haben, du bist freiheitsliebend, dann kannst du das nicht mehr machen, dann kannst du nicht mehr hierhin, dann hast du Verantwortung, dann gibst du das auf, dann gibst du dich eigentlich auf, weil du nur noch für das Kind lebst, willst du das? Und dann gibt es vereinzelt einige, die sagen, hey, ich verreise mit Baby. Ich mache auch alleine noch Dinge. Und das hat mir sehr viel Mut gegeben, weil ich immer gehört habe, das, vorbei. Und okay, ich überlege mir das nochmal. Was ich immer höre, es verändert sich alles. Und das glaube ich auch. Ich kann es nicht nachempfinden oder ich weiß es nicht, woher auch. Ich habe dann überlegt, was es für Möglichkeiten gibt und was für mich in Frage kommt. Die künstliche Befruchtung, die private Samenspende oder die Co-Elternschaft. Das sind 3 Modelle, wollte ich gerade sagen, 3 Varianten, die
ich durchaus in Betracht ziehe, obwohl ich sagen muss, die künstliche Befruchtung, da bin ich mir nicht so sicher. Es gibt verschiedene Modelle, was die Co-Elternschaft betrifft. Es ist nicht immer so, dass beide das geteilte Sorgerecht haben müssen. Manchmal wird es aufgeteilt, manchmal ist es okay, wenn es nur die Mutter hat oder ja, dass die Mutter halt hauptsächlich bestimmt. Ja, klingt sehr pragmatisch. Auch bei der privaten Samenspende gibt es mehrere Optionen, zum Beispiel, dass das Kind die Möglichkeit bekommt, trotzdem den leiblichen Vater zu kontaktieren oder dass der Vater vielleicht nur eine Onkelfunktion haben möchte. Auch das ist möglich. Es ist nicht so, dass man dafür den nächstbesten nimmt. Nein, da gehört Vertrauen dazu, auch kennenlernen, man muss sich kennenlernen, man muss sich sympathisch finden, aber auch gesundheitliche Aspekte besprechen, definitiv. Ich habe einen guten Freund, den habe ich tatsächlich darauf mal angesprochen, ob er sich das vorstellen könnte. Also wie gesagt, ich plane aktuell keine Schwangerschaft und es fiel mir mega schwer. Es fiel mir wirklich mega schwer, darüber zu sprechen. Es gibt viele gemeinsame Werte, die wir vertreten, aber auch so die Erziehungsweise und das Thema ist zu komplex. Also ich kann heute in diesem Video nicht auf alles eingehen. Ich habe das Thema nur grob angesprochen und möchte auch niemanden zwingen. Deswegen meinte ich zu ihm, ich werde ihn nur einmal fragen und er muss dann von sich aus kommen. Er meinte, er will darüber nachdenken, hat weder Ja noch Nein gesagt. Über einiges muss ich noch weiter nachdenken. Ich weiß nur, dass das Modell tatsächlich für mich in Frage käme, aber auch nur bei Sympathie. Es sollte doch irgendwie harmonieren. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt, auch was ich möchte. Ein sehr sensibles Thema. Ich glaube aber dennoch, dass mich einige verstehen werden. Irgendwann muss man sich entscheiden, entweder für oder dagegen und wenn ja, wie gestalte ich das Ganze oder wie soll es aussehen? Vielen Dank fürs Einschalten. Macht es gut. Bis bald. Tschüss.